Wie reinigen wir Polierpads? In diesem Video werde ich es dir zeigen. Herzlich willkommen, mal wieder ein Einblick in unseren Alltag. Wir sind gerade mitten im Polierprozess an diesem schönen SLK. Der hat einen Brandschaden abbekommen und den müssen wir jetzt beseitigen. Zum Glück nur ein bisschen Ruß- und Löschschaum. Darum soll es jetzt aber nicht gehen, sondern wir werden oft gefragt, wie wir beim Polierpad-Vorgehen reinigen und wie wir das machen und wie wir es nicht machen und welche Tipps und Tricks es gibt, zeige ich dir jetzt. Lass uns gleich mal starten mit den Polierpads. Die Reinigung beginnt schon während der Arbeit. Zwischen den Durchgängen sozusagen, wenn ich die Maschine absetze, wird sie jedes Mal bei mir ausgepustet. Ich mache es einmal erstmal mit Druckluft und zeige dir mal, wie viel da schon rauskommt. Und danach zeige ich dir, wie viel eigentlich noch drin bleibt. Lass uns loslegen. Das reicht, um zwischen den Durchgängen einfach den Polierstaub rauszunehmen, um Lack rauszunehmen. Wenn ich jetzt aber ein Bauteil wechsle oder länger poliere, will ich den ganzen gefangenen Polierrest hier drin auch rausnehmen. Dafür nehme ich mir einen Entfetter. Der ist natürlich dafür gedacht, Polituren zu entfernen. Und genauso kann ich ihn da auch im Schaumstoff verwenden. Ich sprühe ihn einfach ein, lasse ihn kurz wirken. Wenn ich möchte und Handschuhe dabei habe, massiere ich ihn ein. Nehme mir dann wieder meine Druckluftpistole, am besten so einen Rotator, Tornador, und dann geht's nochmal los. Mit dem Polierpad kannst du jetzt super weiterarbeiten. Es ist nämlich fast wie neu. Sollte es zu viel Stauchhärte verloren haben, weil du einfach schon lange polierst, nimm dir einfach noch ein zweites dazu, lass das wieder auskühlen. Aber es ist sauber und jetzt wieder fast wie neu. Apropos neu, wenn du dann fertig bist mit dem Polieren, hast du zwei Möglichkeiten, Polierpads zu waschen. Die Polierpad-schonende Methode ist eine manuelle Reinigung. Dafür würde ich dir empfehlen, nimm den Wassereimer, nimm den Multistar, sprühe den ein, drück ihn aus, puste ihn durch, spüle ihn im Wasser aus und lass ihn trocknen. Ich wasche meine Polierpads zusätzlich noch in der Waschmaschine, einfach weil wir so viele Polierpads haben. Bei so einem zweistufigen Prozess fallen locker 10 bis 15 Polierpads an und die alle von der Hand zu waschen würde mindestens eine Stunde dauern und die Zeit spare ich mir und lebe dann damit, dass das Polierpad vielleicht ein Auto weniger durchhält. Wie unser Waschprozess funktioniert, zeige ich dir jetzt. Im Idealfall hast du ja dein Pad jetzt schon vorher mit Prepare sauber gemacht. Sonst würde es ja da nicht liegen, das machst du ja nach jedem Durchgang. Wenn du jetzt dein letztes Pad von der Maschine gerade nimmst und sauber machen willst, einmal mit Prepare durchpusten, anschließend mit Multistar einsprühen, einmal durchkneten, durchwalken, abpusten und in einen Sammeleimer, zusammen mit allen anderen Pads, die ich jetzt heute nicht mehr brauche. Wenn ich dann eine gewisse Anzahl zusammen habe, 15, 20, je nachdem, wie viele Polierpads ich auch im Repertoire habe, nehme ich die Polierpads und trage sie zu meiner Waschmaschine. Bei der Waschmaschine kann ich dir jetzt gar nicht genau sagen, wie du dein Programm einstellen musst. Ich kenne deine Waschmaschine nicht. Nimm generell ein möglichst kaltes Programm, um den Klebstoff und den Schaumstoff zu schonen. Nimm ein Programm mit viel Wasser. Also ich mache alles an, was ich habe. Intensiv spülen, hoher Verschmutzungsgrad, extra spülen, Vorwäsche, also alles, was ich habe, mache ich an. Nehme dazu noch ein hochwertiges Mikrofaserwaschmittel, was ich in die Vorwaschkammer, in die Hauptwaschkammer gebe, und dann hast du ein gutes Ergebnis. Achte darauf, die Schleuderzahl nicht über 1000 zu geben. Wenn du deine Pads vielleicht ein bisschen schonen möchtest und dich da lieber an Herstellervorgaben halten möchtest, zeigen wir dir jetzt die manuelle Methode. Wenn das Polierpad fertig ist, wiederhole ich den Prozess, den ich dir gerade gezeigt habe. Einmal Prepare aufs Pad, von der Maschine abgelöst und mit dem Tornado einmal durchgepustet. Anschließend will ich die restlichen Polieröle auch noch lösen, die sich dort drin befinden. Dafür verwende ich einen Allzweckreiniger, den Sonax Multistar, sprühe den aufs komplette Polierpad auf, walk das Pad ein bisschen in meiner Hand durch, kann auch die Oberfläche ein bisschen einmassieren und puste das Polierpad dann mit dem Rotator aus. Wie gesagt, wenn du jetzt genau hinguckst, siehst du, das Pad ist schon sauber und du könntest es eigentlich schon zum Trocknen auf die Wäscheleine legen. Da ist ganz wichtig der Hinweis, Polierpads niemals auf der Heizung und niemals in der Sonne trocknen lassen, sondern immer liegend mit der Polierfläche nach oben in einer normalen Zimmertemperatur. So können deine Pads jetzt auf der Wäscheleine perfekt trocknen. Das gleiche ist übrigens auch, wenn du sie dann später aus der Waschmaschine holst. Falls du die Waschmaschinenmethode doch lieber benutzen möchtest, kannst du sie auch liegend, ohne Sonne, ohne Heizung, auf einer Wäscheleine mit Polierseite nach oben trocknen lassen. An dieser Stelle viel Spaß beim Polierpad reinigen. Bis zum nächsten Mal. Hau rein!